Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es um das Fotografieren bei winterlichem Wetter und bei winterlichen Temperaturen weit unter 0 oder um 0 Grad, je nachdem. Ja, dieses Video ist Teil meiner Reisereportage auf die Insel Senja. Hier habe ich das Video noch einmal verlinkt, um es im Ganzen zu sehen. Hier geht es aber weiter gleich mit wichtigen Informationen zum Winter und was man bezüglich seiner Kameratechnik beachten sollte, wenn es knackig kalt wird und feucht ist. Bleibt kurz dran, es geht gleich weiter. Was kann man zu winterlichen Bedingungen sagen, außer dass es kalt und des Öfteren feucht ist? Generell gilt das Fiedelprinzip bei der Kleidung, das heißt mehrere Schichten übereinander, Unterhose, vielleicht noch eine Überhose, Skihose zum Beispiel, und wenn es kalt wird, zweite Unterhose, genauso oben mehrere Schichten, dickes Unterhemd aus Wolle, Merino-Wolle zum Beispiel, und einen dicken Pullover und dann noch, wenn es geht, eine Skijacke oder eine ähnliche dicke Jacke oder was Wattiertes. Mindestens eine Schicht lange Unterwäsche aus Wolle wie Merino, eine Schicht darüber wie Pullover oder Thermohosen und darüber dann eine wind- und wetterfeste Bekleidungsschicht. Je nach persönlichem Empfinden, Kälteempfinden, noch eine isolierende Zweitschicht aus Daunen oder Kunstpelz. Als Kleidung kann man auch Kleidung mit Heizung empfehlen, aber da muss man immer sehr viele Akkus mitnehmen, den ständig laden, und ja, gerade beim Fliegen ist es vielleicht etwas zu viel des Guten, wenn man schon nach Kameratechnik mit hat. Mehrere Schichten haben den Vorteil, dass man die eine oder andere Schicht ausziehen kann. Insbesondere wenn man sich bewegt, wandert, läuft, dann schwitzt man, und wenn man dann quasi steht, fängt man wieder an zu frieren. Und insofern ist es gut, wenn man quasi in der Bewegung vielleicht weniger Kleidung anhat und sobald man steht, entweder Wechselklamotten oder halt die letzte Schicht nochmal drüber ziehen. Der Kopf sollte natürlich auch warm bleiben, aber nicht so warm wie der Rest des Körpers, denn unser Gehirn produziert ja mehr oder weniger genug Wärme. Am wichtigsten für uns Fotografen sind eigentlich die Hände und die Füße. Mehrere Schichten Handschuhe halten zwar warm, aber sind auch eher unhandlich. Jetzt hier bei Temperaturen um die 0 Grad haben Handschuhe, einfache Fingerhandschuhe ausgereicht. Wenn man aber dann länger irgendwo steht, macht es Sinn, auch einen Fäustling anzuziehen, um dann halt die Hände die ganze Zeit warm zu halten. Was auch bei Handschuhen gut ist, es gibt so Überhandschuhe zum Snowboarden zum Beispiel. Es gibt auch Überhandschuhe, wo man noch einen Innenhandschuh verwenden kann und bei Bedarf auch noch an den Außenseiten quasi so ein Wärmepack sich reinstecken kann. Diese Handschuhe kann man auch empfehlen, habe ich selber nicht, auch jetzt hier nicht gebraucht, aber habe ich schon gehört, dass die sehr praktisch sind. Bei den Füßen sollte man gut investieren. Sind die Füße halt mal kalt, kann man halt quasi einpacken und man ist die nächsten Tage krank. Winterstiefel zum Beispiel für die Ansitzjagd oder zum Angeln sind meines Erachtens ideal, denn sie sind dick gefüttert, zum Teil wasserfest, meist mit so einer Gummigalosche, und weise ist die Innensohle herausnehmbar, dass, wenn man geschwitzt hat, dass man sie trocknen lassen kann, und dann hat man meist auch in den Winterstiefeln eine isolierende Sohle mit Aluminiumbeschichtung, und wenn der Innenschuh vielleicht auch noch eine Aluminiumbeschichtung hat, dann isoliert das auch nochmal. Das hält am Ende dann wirklich sehr gut warm. Ich selber hatte auch oder habe auch so eine Stiefel, so eine Winterstiefel, richtige Snow Boots. Die haben mich sehr warm gehalten, auf jeden Fall die ganze Zeit. Auch wenn man nachts irgendwo für die Polarlichter steht und wartet, bis dann mal was kommt, da können schon ein paar Stunden vergehen, und gerade im Schnee bei feuchtem Wetter macht das auf jeden Fall Sinn.
Zur Technik, ja. Ich will jetzt hier keinen Exkurs über Kameratechnik etc. groß machen, aber das Wichtigste bei der Kamera und den Temperaturen, was man beachten sollte, ist einmal die Feuchtigkeit, sprich beim Wechsel von kalt auf warm, das Beschlagen von Linse und allen glatten Oberflächen auch der Kamera selber, wie auch, was auch wichtig ist, die Batterien und die Stromversorgung. Ich habe jetzt so immer gemacht, dass ich die Batterien eingesteckt habe, alle Ersatzbatterien, und wenn die Kamera längere Zeit draußen nicht aktiv war, dann habe ich auch die Batterie entfernt und diese ebenfalls eingesteckt, damit die Batterie warm bleibt, um halt nicht ihre Leistung zu verlieren. Man sollte allerdings die Batterien in eine Tasche stecken, die nicht unbedingt von der Feuchtigkeit des Körpers, ja, dass die Feuchtigkeit des Körpers nicht an die Batterien gelangt. Notfalls kann man sich abhelfen, indem man einen Zipperbeutel nimmt und die Batterien da reinpackt und dann in den Körper. Aber gerade wenn man sich bewegt, habe ich festgestellt, dass dann innen die Jacke sehr verschwitzt ist und die Feuchtigkeit könnte dann auch auf die Batterien gehen. Filter. Bei Filtern mit Filtern kann man sehr viel machen. Eigentlich braucht man für die Fotografie tagsüber vielleicht den einen oder anderen Grauverlaufs- oder Neutraldichtefilter oder auch einen Polfilter. Allerdings Aufschraubfilter zum Beispiel können bei Minustemperaturen schnell das Problem mit sich bringen, dass durch die Temperaturschwankungen das Glas bricht oder man den Ring quasi vom Objektiv nicht mehr entfernen kann, weil sich durch das Zusammenziehen außen die winterlichen Temperaturen der Ring so verkleinert hat, dass er quasi auf dem Objektiv festklemmt. Drop-in-Filter, Einsteckfilter sind da wesentlich einfacher oder besser zu bedienen. Man kann sie einfach wechseln und sie zerspringen. Zumindest in meinem Fall habe ich das noch nicht erlebt. Das Glas zerspringt höchstwahrscheinlich nicht. Speicherkarten. Man sollte immer eine Ersatzspeicherkarte dabei haben, die auch leer ist. Ansonsten habe ich nicht festgestellt, dass Kondenswasser, Feuchtigkeit durch Schwitzen etc. den Speicherkarten irgendwie was ausmachen. Natürlich sollten sie nicht ins Wasser fallen, aber ich hatte bisher keine Probleme damit festgestellt. Gut, Kameras, Objektive. Bei Minusgraden und dem Wechsel von kalt zu warm kann es sich halt, wie bereits erwähnt, Kondenswasser bilden und das kann auf Dauer oder im schlimmsten Fall sofort die Technik beschädigen. Eine Möglichkeit wäre, die Kamera in der Kälte lassen, sprich den Speicher und den Akku entfernen, mit in das Zimmer nehmen, wo es warm ist, und dann langsam bzw. schrittweise die Kamera und die Objektive von den kalten Temperaturen schrittweise nach innen nehmen, sprich vielleicht irgendwo in einem Keller oder in einem Raum, der nahe zur Außentür ist, erstmal liegen lassen, dass sie sich etwas akklimatisieren kann. Wenn man das nicht möchte, kann die Kamera auch im Rucksack bleiben und dann im Rucksack, ist sie auch nicht der Feuchtigkeit sofort ausgesetzt in den wärmeren Räumen. Da funktioniert das Akklimatisieren ebenfalls gut. Und eine Möglichkeit, die ich selber auch noch ausprobiert habe, ist so eine Zippertüten, etwas größere Zipperbeutel, plus diese kleinen Silikagels, Packs, die man manchmal bei Artikeln, die man kauft, mitbekommt, dass alles trocken bleibt. Diese Silikagels habe ich quasi in den Zipperbeutel gepackt und dann, bevor ich in das Warme gegangen bin, habe ich Kamera oder Objektiv oder, wenn der Zipperbeutel recht groß ist, beides zusammen in den Zipperbeutel gesteckt, die Luft versucht etwas zu entfernen, rauszupressen und dann den Zipperbeutel verschlossen. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Ich hatte da keine Probleme, dass, wenn man dann in ein warmes Wohnzimmer gekommen ist, das Ganze beschlagen ist. Ja, das war's zum Thema Fotografieren bei winterlichen Temperaturen, heute von der Insel Senja. Die Sonne geht schon langsam unter. Vielleicht, wenn das Wetter bleibt und noch ein bisschen mehr aufreißt, haben wir das Glück, auch Polarlichter zu sehen.
Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Vergesst nicht, falls euch das Video gefallen hat, ein Like zu geben. Abonniert auch gerne meinen Kanal, um weitere Videos zum Thema Fotografie zu erhalten. Und wie eingangs erwähnt, dieses Video ist Teil meiner Reisedokumentation nach Senja, und wenn ihr noch weitere Informationen über die Insel Senja, über Polarlichter haben wollt, sehen wollt, dann schaut euch entweder die Reisedokumentation an oder die anderen Videos. Ja, in diesem Sinne, bis bald, euer Ronald.